Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum neuen Video. In diesem Video werde ich mit euch auf Deutsch sprechen. Deswegen, wenn du keinen Deutsch kannst, kannst du tatsächlich die Untertitel von diesem Video auf Englisch lesen. Ich weiß nicht überhaupt, wie man das tun, aber I will figure it out. Dieses Video werde meinen ersten Progress- oder Fortschritt-Video auf Deutsch sein. In diesem Video werde ich mit euch über was denke ich die schwierigsten Dinge in Deutsch sprechen. Und ich werde mit euch auch sprechen oder auch erzählen, was ich gemacht habe mit Deutsch und wie ich Deutsch gelernt habe. Ich glaube, dass viele von euch wissen wollen, wie schwer es ist, Deutsch zu lernen. Und in meiner Meinung nach, Deutsch ist nicht die leichteste Sprache in der Welt, aber es ist auch nicht der schwierigsten Sprache zu lernen. Und ja, ich glaube, dass in Bezug auf Deutsch viele Menschen ein schlechtes Gefühl haben. Und ja, zuerst würde ich mit euch sprechen über was finde ich die schwierigsten Dinge in Deutsch sind. Also, das ist eine gute Frage, aber die Antwort auf diese Frage keine Überraschung ist. Oder die Antwort auf diese Frage ist keine Überraschung. Ja. Die erste von meinen schwierigsten Dinge in Deutsch ist die Artikeln oder sind die Artikeln. Der, die und das. Und ja, als ich Deutsch angefangen habe zu lernen, dachte ich, dass diesen Artikel sehr wichtig würde, aber ich wusste nicht, wie wichtig diesen Artikel wirklich sind. Man kann keinen guten, richtigen Satz gut bilden oder gut formulieren, ohne ein gutes Verständnis über diesen Artikel. Weil zum Beispiel die anderen Dinge, die ich schwer gefunden habe, ist die verschiedenen Fälle, die in Deutsch sind. Die Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Ja, diesen Fälle, the cases, verändern die Sätze. Die Ende von der bestimmte und die unbestimmten Artikel und so weiter. Zum Beispiel einen, einem, der, dem, den und so weiter. Das auch, denke ich. Ja, alle diese verändern. Und wenn man einen Satz formulieren will, es ist wichtig, um fließend Deutsch zu sprechen, ein gutes Verständnis über welche Artikel ein Nomen hat. Und ja, um eine Zusammenfassung zu machen, ja, diese Artikel sind schwer, aber viele Menschen wissen, was du sagen willst, wenn du einen Fehler machst oder nicht. Und ja, die zweitens ist die Verbformen oder der Verben in Deutsch oder die Zeitformen in Deutsch, weil wenn man fließend Deutsch sprechen will, man muss diesen Zeitformen richtig nutzen und verwenden. Zum Beispiel, es gibt viele verschiedene Zeitformen, die man, oder nicht man, vielleicht nur ich, die ich sehr häufig verwechseln. Ja, und ja, zum Beispiel die Plusquamperfekt, die Partizip 2, die Passiv- oder die Aktivformen des Verbs und ja, und so weiter. Aber genauer gesagt denke ich, die schwierigsten Dinge mit den Verben und mit der deutschen Grammatik ist, dass wenn man zum Beispiel, wenn ich einen Satz nicht genug gut formulieren kann und muss darüber nachzudenken, welche Wort
ist die beste oder wie ich besser diesen Satz formulieren kann. Oder ja, wenn man nicht fließig einen Satz sprechen kann, dann bekomme ich ein bisschen verwirrend. Oder ja, zum Beispiel der Wortordnung oder the word order auf Deutsch im Vergleich mit Englisch oder auf Englisch sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn ich einen Satz bilden will, ich muss nachdenken, es ist ein Nebensatz oder nicht. Zum Beispiel ein Nebensatz ist, ich denke, dass Deutsch sehr einfach ist. Ne? Ist und das steht am Ende der Sätze. Und wenn man einen sehr komplexen Satz formulieren oder bilden will, dann ich musste in meinem Kopf, in meinem Gehirn zuerst diesen Satz auf Englisch bilden, bevor ich diesen selben Satz auf Deutsch untersetzen. Und weil diesen Verben, die ich am das Ende der Sätze in Deutsch sind, im Beginn der Sätze auf Englisch steht, dann ja, bekomme ich ein verwirrend und ja, das ist nicht so gut, weil wenn ich einen Satz bilden und wenn ich an die Ende von der Satz bekommen oder ich habe vergessen, was die Verben, die auf Deutsch am Ende stehen sollen, war. Wenn du mein ersten Video auf Deutsch gesehen hast, ich hoffe, dass du deutlich sehen kann oder deutlich merken kannst, dass ich Fortschritt gemacht mit meinem Deutsch habe oder dass ich Fortschritt gemacht habe mit meinem Deutsch. Und die Frage jetzt ist, wie ich Deutsch gelernt habe. Und das würde ich sagen, dass ich 3 verschiedene Dinge gemacht habe, um Deutsch zu lernen. Die ersten ist italki unterrichten, Deutsch unterrichten auf italki. Ich wollte einen deutschen Unterricht oder auf italki machen jede Woche. Ich habe mehr als einen pro Woche gemacht. Ja, weil es eine Konkurrenz oder Competition auf italki gab. Ich werde ein ganz anderen Video, in dem ich über italki sprechen werde. Die zweitens ist Menge Zeit mit Link verbringen. Ich habe euch mein deutsches Link schon gezeigt, aber weil ich so viele Fortschritte gemacht habe mit diesem App, ich würde es noch einmal anzeigen, kann man das sagen? Anschauen. In meinem letzten Zielvideo in dem ich habe euch erzählt, was ich mit Deutsch angeplant zu machen habe. Ich habe gesagt, dass ich würde gerne einen Link jede Woche durchzulesen, aber offensichtlich ich habe mehr als eins gemacht. Ja, und du kannst sehen, hier in den letzten 6 Monaten, ich denke, dass ich nur für 4 oder 5 Monaten Deutsch gelernt habe, aber ja, das ist als eine Möglichkeit hier, last 6 months, und du kannst sehen hier, ja, mein Aktivitätsscore, ja, genau. Und der dritten ist, ich habe jetzt einen Sprachpartner oder Austauschsprachepartner oder bei italki gefunden. So, ich spreche mit ihm sehr häufig, zumindest 2-mal pro Woche für zumindest 1,5 Stunde. Der Haupt der Zeit auf Englisch und der Rest der Zeit oder der Rest der Zeit auf Deutsch. Ja, naja, ich weiß, dass ich
schon so viele Fehler gemacht habe, aber ja, das ist der Dinge mit mit Sprachen, ne? Man muss diese Fehler machen, um Fortschritt zu bekommen oder um Fortschritt zu machen. Ich finde, dass jetzt ich nicht so viele Fehler machen, als ich am Anfang gemacht hatte. Ne? Der Ziel für mein Deutsch jetzt ist, dass ich so gerne meine Aussprache verbessern will, weil ich denke, dass ich habe nicht die richtige Satzmelodie gefunden habe und ich würde gerne auch meinen Wortschatz oder meine Vokabel steigen oder größer machen. Ja? Ja, und das ist der Grund, warum ja. Ich hoffe, dass diesen Video hast dir gefallen und wenn du Deutsch kannst, hast du dieses Video gut verstanden. Ja, und das ist alles, was ich sagen will. So, bis nächsten Mal. Tschüss.